Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Return to Monkey Island. Wir sind auf unserer Seekarte unterwegs und ja, ihr habt schon ein bisschen gemerkt, ich neige dazu, die Sachen von oben links nach unten rechts zu erkunden. Deswegen würde ich sagen, wir fahren jetzt einfach mal hier entlang und beginnen bei Barebone Island. Das Halt, ship! If that's what you can call that. Made it myself. It's a source of pride. Was ist das denn? This is a scurvy inspection point. The law requires that you're carrying limes before I allow you to proceed north. Ah, jetzt muss ich Limetten haben. Wo kriege ich die denn her? Vielleicht würden sie einige Goldstücke mit daneben bestechen, wollen wir denn nicht. Habe ich schon erwähnt, dass meine Frau ein Projekt leitet zu Skorbut bekämpft? For you. Due to an outbreak of scurvy, all ships heading north are required to carry limes. Sounds like a reasonable law. You will have to turn back. Failure to do so will result in fines, incarceration and or scurvy. Sehr witzig, diese beiden Flaggen, ne? Rot, Blau, die Alarm waren. Okay, also dann Scurvy Island, Limetten holen, weil ich bin sicher, Elaine hat die ja vorrätig, wenn das ihr Projekt ist. Ne? Wäre ja logisch. You're right. It won't budge. It's strong magic. I can still get it open with a spell, but I need a good power spot. It beats trying to find the keys. We don't even know where to start. It could take forever. Only a fool would do that. I know an excellent place for power spells, but it's not on this island. No problem. We can craft it there and then come back here. We'll take my ship. I'll stay here to keep an eye on the safe. And steal the secret yourself? I don't think so. Stop it. Clearly, no one trusts anyone to stay behind. We'll all go together. What if someone else finds out the thing is here? The only map is lost somewhere on Monkey Island. Probably eaten by a wild boar by now. The map maker knows it's here. I've got a bone to pick with him anyway. I'm thinking maybe one of the large ones in the leg. Ah, Scurvy Island. This is where Elaine's been growing all the limes for the Marley Foundation's Scurvy project. She's probably back here by now. I can't wait to see her. Der arme Wally. Der kriegt's immer ab. Zu meinem Schiff. So, können wir hier irgendwo lang? Nee, ne? Das Schild lesen. It says the Marley Foundation's Scurvy Treatment and Prevention League, or STAPL, welcomes you to Scurvy Island. 1.5 miles to STAPL headquarters. 2,5 Kilometer. Ja, das kann man mal machen, ne? Ach du dicke Männer. So, wo sind wir denn hier? Wir sind hier auf einer kleinen Insel. Wir haben mein Boot, Strand, Limettenhain, 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 Limettenhain. Großer Felsen, Limettenhain, Limettenhain, Limettenhain. Leuchtturm. Fangen wir Oh, mal I an. love that place. It's like a 100-foot candy cane. Alles klar. Felsen. Elaine and I debate about whether it looks like a parrot or a cockatoo. Okay, Lager. Das Wandern ist des Geil. Elaine, are you decent? Hello? Oh nein, wo ist sie? Pirates used to have to steal this from Elaine to prove themselves. No, at least that's what they told me when they made me do it. Die ganzen Erinnerungen, ne? Das ist wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Hey, this used to be a picture of both of us. What happened to the me part? Das nehmen wir mal. Weil da können wir nämlich das Bild von Stan reinbauen und das wird dann irgendeinen Sinn haben später mal. So, siehst du? Können wir bestimmt irgendwem von irgendwas überzeugen. Hi, I'm working due west of camp and due north of Parrot Rock today. Jetzt bin ich aufgepasst. Egal. So, was haben wir da? Heftklammer. I pinched a yak with it once, and then I sort of accidentally pinched the staple remover. I had it for years before I remembered to give it back to Elaine. She was happy and mad at the same time. I'm happy.
Den lasse ich mal lieber da, wo er ist. Okay. Eine Möwe. Zelt mit nix. Brennholz. It's nicely dried, pre-cut and ready to go. Das leihen wir I uns think I'll mal fill aus. up my coat pockets with this bulky firewood. Seems like it might come in handy somewhere, and I'm sure no one will miss it. Das soll immer wer witzig ist, ne? Was man so alles in seine Taschen stecken kann in Hi, Adventures. I'm working due west of camp and due north of Parrot Rock today. So westlich des Lagers und nördlich von dem, was? Parrot. Hi, I'm working due west of camp and due north of Parrot Rock today. Gut. Da wissen wir ja, wo sie ist. So, Papageienfelsen. Ist er das, oder was? Hi. Hi. Ich hatte so gehofft, wieder auf dich zu treffen. I was hoping I'd run into you again. I was hoping that too. What happened at the voodoo shop? Did you get the secret? Noch nicht, aber ich bin näher dran als je zuvor. Not yet, but I'm closer than ever. I just have to gather a few golden keys together and I'm good to go. That sounds promising. What about LeChuck and Kapitän Madison? They weren't there, oddly enough. Well, be careful. Wie geht es mit deinem Projekt voran? How's your project going? The project has hit a snag. We have plenty of limes, as you can see, but people are refusing to take them. They say they don't like the taste and they don't believe they'll help with scurvy. As an elected official, I could have issued an edict, but as a private citizen, I have to convince people. I tried this flyer. Yeah, I've read part of this. I know it's terribly dry, but the facts are there. Das ist komisch, ne? Weil die Polizei ist schon im Einsatz, um uns zu kontrollieren. Und sie sagt, sie hat noch gar nicht die Leute überzeugt. Hä? Eine andere Schriftart. Have you tried using Google-Fonts zum Beispiel. Comic Sans, Ich hörte, for das ist ein example? Trend. Yes, but I need a small one to fit all the information on. Wie wäre es mit Aufzählungspunkten? What about adding bullet points? They could be little limes. People not liking limes is part of the problem, though. Good point. Was wäre, wenn der Text zentriert statt linksbündig wäre? What if the text was centered instead of left justified? Somehow I don't think that's going to make a lot of difference. Bin mir nicht sicher, was ich dir sagen soll. I'm not sure what to tell you. It's basically a sales and marketing problem, and neither of us is an expert in Aber either Stan. of those things. I see what you mean. Also muss ich Stan finden, I'll um hang das zu on to the lösen, oder? flyer. Maybe I can find a sales and marketing expert to look at it. Okay. So, Can you spare any limes? You can take a few. Well, like I said, I'm having trouble giving them away. ja, das sagst du bereits. I've already got plenty of limes. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts zu sehen. Wie gesagt, das finde ich ein bisschen schade. Es scheint immer so ein bisschen beschränkt zu sein, das Spiel. Aber ich denke mal, wenn das jetzt ein Erfolg werden würde, das Spiel... Wie komme ich hier wieder weg? Da. Dann gibt es ja auch eine ganz gute Chance. Wow! Elaine sure has been busy. The bird has a torn picture in its nest. Is that a picture of me? Was? Whoa! Whoa! Die Betten mag er nicht. So eine bescheuerte Idee. Okay, der Vogel hat ein Bild von mir. Wir brauchen also noch was, um den Vogel zu füttern. Das heißt, dafür brauchen wir eventuell den Fisch aus dem Fischladen mit Ü. That's where all Strand. the driftwood goes during driftwood mating season. Tiefer See. Elaine and I swim there sometimes. I Wasserfall? got swept over the edge one time. Good thing Elaine knows CPR. Kehren wir mal zu meinem Schiff zurück, denn ich glaube, dann haben wir ja alles gesehen. Aber wir wissen schon mal... Halt, stopp! Da... Nee, war nix. Okay. Gut. Dann können wir jetzt nach Norden, weil wir haben ja jetzt Limetten dabei. Und wir brauchen Bare Bones. Stay back! I can see you! How did you find me? I just sailed up and here you were. Who are you? I'm Guybrush Threepwood, mighty pirate. Are you alone? Ja. At the moment. Thank goodness! I'm Ned Filigree, accountant.
I don't mean to be rude. It's just that I'm in hiding. Das klappt ja schon mal prima. Vor wem denn? Who is it you're afraid of? Well, have you heard of Stan S. Stanman? The name sounds familiar. Thank goodness they locked him away on Bermuda. He'll be chipping ice in the quarry for a long, long time. I can't help but be nervous, but actually, I guess I've got decades before I really have to worry about it. Wie kommt es, dass du denn Angst vor Stan hast? How come you're afraid of Stan? He's always struck me as pretty harmless, except economically. Sure, but you never can tell what someone like Stan will do. He's got no moral center. Like I said, I'm glad he's safely stuck in the Bermuda quarry for a good long time. Wo sagtest du nochmal? Achso, das wissen wir schon. Du bist wohl ziemlich gut in Mathe. You must be good at math. I'm a creative accountant. Math doesn't really enter into it. You any good? Don't judge me by where I live. I've just had a few setbacks. It's all I can afford right now, but it's temporary. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. I'm on a quest to recover the secret of Monkey Island. That's a good move. I've heard the secret is a one-of-a-kind intangible, which means you can assign it whatever value you want to. Also, since it's very old, you can claim a lot of depreciation. Wait, are you trying to tell me I'm gonna have to pay taxes on the secret? Not if you're smart about it. Ach. I'm gonna explore the island a little bit. Holler if you find anything interesting. Die Inselerkundung, die hat auch so ein Bild. He's not... Nice likeness of you. Well, where's the other half? No comment. Can I have the picture? No! That would be weird. Okay. Und diese Riesenschatztruhe? That's a mighty fine looking chest you have there. What's in it? Everything I own. The fruits of a man's life. The yardstick by which I'll be measured when I'm gone. It's mainly paperwork. Okay, ansonsten scheint nichts mehr zu sein. He's in jail for years and years. Ja, oder auch nicht. Gut, dann weiter nach Norden. Halt! Ship. Schon wieder. Nee, This is a scurvy nee. inspection point. The law requires that you're carrying limes before I allow you to proceed north. Here, look, I have limes, see? To proceed north, you'll have to fill out a customs declaration form. Name? Herr Guybrush. Guybrush Threepwood, Esquire. Fill this out and be completely honest. Ach du dicke Männer. Was muss ich denn hier machen? Einfach ein Kreuz? Achso. Sind Sie ein Pirat? Nee. Waren Sie in den letzten 6 Monaten auf Plague Island? Ja. Wenn Sie Frage 2 angekreuzt haben, war es eine Geschäftsreise oder eine Urlaubsreise? Wie soll ich denn das beantworten? Ja, es war Geschäftsreise. Haben Sie Frage 2 beantwortet? Ja. Tragen Sie Limetten bei sich? Ja. Sind Sie jetzt oder waren Sie jemals Mitglied der Piratenpartei? Nein. Haben Sie Frage 4 angekreuzt und nicht Frage 6? Ja. Ich werde weder 27 noch 28 beantworten. Richtig. Führen Sie großes Vieh mit sich? Nein. Tragen Sie mehr als 10 oder weniger als 3 Bananen bei sich? Mehr als 10 oder weniger als 3? Ja. Haben Sie nicht 7 angekreuzt? Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Nein. A, richtig. Wenn Sie 9 angekreuzt haben, haben Sie nicht 2 angekreuzt? Was? Wenn Sie 9 angekreuzt haben? Das hat doch miteinander gar nichts zu tun. Waren Sie im Winter noch nie auf Bermuda? Richtig. Wie viele Bäume fällt ein Biber so im Jahr? Richtig. Haben Sie noch nie eine Verkleidung getragen oder ein Pseudonym verwendet? Falsch. Ist die Antwort auf 13 oder 9? 13? Oder 9 eine Lüge? Nein. Nee. Tragen Sie keine Limetten bei sich? Nein. Tragen Sie... Wenn Sie Frage 1 angekreuzt haben, prüfen Sie, ob Sie Frage 29 angekreuzt haben. Habe ich aber nicht. Haben Sie jemals ein unbezahlbares Artefakt zerstört und sind damit davon gekommen? Ja. Ich bin gerade dabei, ein Zollformular auszufüllen. Richtig. Ich denke, also bin ich
Cogito ergo sum. Vielleicht erstaunt das gerade 2 Leute. Der Nordstern ist im Süden. Nein. Ich kann bestätigen, dass ich Frage 11 falsch beantwortet habe. Nein. Ich führe keine Quizkarten mit. Die Fragen 2, 3, 5 und 7 sind 2, 3, 5, 7 und 11. Richtig. Sie haben eine ungerade Anzahl von Fragen. Kreuzen Sie das hier an, kreuzen Sie das hier nicht an. Kreuzen Sie das an, wenn Sie Frage 25 nicht angekreuzt haben. Kreuzen Sie das nicht an, wenn Sie Frage 29 nicht angekreuzt haben. Habe ich aber, also muss ich es ankreuzen. Nochmal. Oder bestätige, dass ich diese Fragen weiß. Ja. Okay. Alright, let's see how you've done. Good answer. Interesting you would check that one. Good penmanship. Not checking that was smart. Okay, this looks in order. You may proceed with full approval of the Bermuda Port Authority. Hei. Gut, auf zu Bermuda. Eine Insel, die aussieht wie ein Dreieck. Na, wie das wohl kommt. Ja, und hier ist es alles bitterkalt. Das ist eine Frechheit. Das riecht furchtbar. A bucket filled to the brim with rotten fish bones. Warm. It's amazing they stay lit in this weather. Rathaus, spitz. I'm staying far away from this. Mhm. The wind must have blown out the fire. Kein Feuer drin. It's a very regal-looking ice sculpture. It says Courthouse of Bermuda. Okay, wenn das denn da was angestellt hat, dann müssten wir da eventuell auch hin. It's locked. Maybe I'll come back later. Later vor allen Dingen. Na dann. Order! Order in the court! I am going to cite you for contempt of court for not asking permission to approach the bench. Was? Ich bitte demütig um Entschuldigung. Darf ich an den Richtertisch treten? I humbly apologize. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. How do you plead? Unschuldig. Innocent. Aus Mangel an Beweisen wurden alle Anklagen fallen gelassen. Im Fall Guybrush gegen Wahl wurde der Wahl für mitschuldig befunden. Das Verfahren wurde eingestellt, als der Zeuge wegen der Plakatfälschung nicht auftauchte. Ich habe das Fort nie in die Luft gehackt und werde auch keine Schießpulverrückstelle gefunden. Ich wurde reingelegt. Due to lack of evidence, all charges have been dropped. Order! Order in the court! Quiet on the gallery or there will be arrests. Was hat eure Ehren falsch gemacht, um diese Ernennung zu erhalten? Euer Ehren, müsst ihr eure Roben selbst kaufen? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island bin? Ich habe keine Angelegenheiten. Did I mention I am searching for the secret of Monkey Island? Until it becomes a legal matter before the court, it is of no interest to me. Although, I do remember a case several years back where the secret was claimed to be a fraud and a scam to sell computer games. I believe that was settled out of court for a substantial sum. Oh. Was hat euer Ehren falsch gemacht, um diese Ernennung zu erhalten? What did Your Honor do wrong to get this appointment? Never beat a Supreme Court justice in cribbage. Okay. Müsst ihr eure Roben selbst kaufen? Your Honor, do you have to buy your own robes? Or are they court-appointed? Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court! Your Honor, are you wearing pants under that robe? Please remember that you're under oath. Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court! Okay, das wäre dann alles. That is all, Your Honor. Court is adjourned! Gut. Hier kommen wir nicht weiter. Wie mir scheint. Oh! Now there's someone I've got to meet. Wie ist denn das? May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session.
Judge Plank presiding. Ich hätte gerne den... Nichts. I have no business with the court, Your Honor. Court is adjourned. Die Wärme spüren. Warum? So, okay, hier kann man nicht rein. Da ist sowieso, dann gehen wir mal ins Inselzentrum. Okay, wir haben hier ein Eisschloss. Hier wird Stan sein. Gucken wir erstmal im Eisschloss. Die Wärme spüren. Nice view. Interessante Musik. Ich kann hier original gar nichts machen. Gehen wir halt wieder. Gut, dann gehen wir mal Stan besuchen, denn wir brauchen einen Berater für Elaine, der ihr hilft mit ihrer Kampagne. Und wer wäre da besser geeignet als jemand, der... Oh. Is there anything special about this stump? No, why? Well, it was tagged, so I thought, you know, maybe there would be a great gag about a secret opening to a system of tunnels or something like that. Please don't joke about tunnels next to the prison, sir. Gut, dass wir den noch gar nicht gesprochen haben, aber er schon mit uns redet. Das ist auch gut. Und er ist auch bei den Seeteufeln. Hi. Any chance I could get inside the quarry? Not many try to get in here, just out. What's the purpose of your visit? Ich hatte auf eine Führung gehofft. I was hoping for a tour. We don't give tours here. The only people allowed inside are the prisoners. And also, I suppose, people visiting the prisoners, but no one ever does that. I'd like to visit a prisoner, please. We do have a visitation policy, but it's quite strict. Who are you here to see? Mr. Stan. Stan. We do have a Stan. I'm a little surprised he'd have a visitor. Can you prove you know him? I can describe him. Loud jacket. Never stops moving his arms. Or his lips. That does sound like him, but I'm supposed to see some actual physical evidence. Ist ja kein Just Problem. bring me something that shows you two have ever been in a room together. Das Bild way, gebaut. I can tell my boss that I did my job. Ja. Kein Problem. Habe ich das denn schon so zusammengebaut? Ah ne, das war Elaine, ne? Ich brauche ein Bild von Stan. Von mir. Und das ist bei dem Vogel. Bei dem Kackvogel. Are you in the chums? Not saying anything. Alright. Okay, wir müssen also das Bild von dem Vogel bekommen. Like I told you, I need to see some hard So, evidence hat er nicht that noch you've eine andere ever been Dialogoption? within 2 feet of each other. 2 feet of each other. Do not approach the gate, please, sir. Alright. Ja, also wir müssen zum... Schiff zurück. Und dann schauen wir uns noch die letzte Insel an, würde ich sagen. Brighton Gradart. Terror Island. Das sieht auf jeden Fall einladend aus. Kann man gar nicht sagen. Ach du dicke Männer. Death waits for all who enter. I'd turn back if I were ye. That's encouraging. Yeah, I'd better not get any closer. Ja, gut. Na dann, schauen wir mal, was es auf dieser Insel gibt. Wir haben unser Boot. Wir haben einen unglücklichen Ort. Die geheimnisvolle Lichtung. Eine schleimige Grotte und einen verschlungenen Pfad. Und einen bizarren Hain. Und am felsigen Strand sind wir gerade, okay? Dann gehen wir mal zum unglücklichen Ort. Oh, das muss der letzte Kerl sein. I'm sure I'm a more skilled survivalist and have nothing to worry about. I'll just keep telling myself that. Sollten wir jetzt einfach den Schlüssel nehmen? It's not one of the golden keys, but any key is a good key in my book. Nehmen wir mal. Alter
Dateien und Gestrüpp. Yeah, this place gives me that lonely feeling. I'd rather keep moving along. Nehmen wir mal die Grotte. It's like a slow crashing wave of spores. It's like a slow crashing wave of spores. Sollen wir da mal welche von abschneiden? Irgendwie sagt mir irgendetwas. Oder hier mit der Bürste? Nee. Wo ist denn mein Messer da? Noch nicht? In all the worst places, there are mushrooms. Sollen wir einfach Pilze mitnehmen? Auch nicht. Wie komme ich eigentlich auf die Bürste? Aber ich dachte, ne, wenn das so ein Sporen, die würden sich ja dann gut in der Bürste verfangen. Wo sind wir denn hier gelandet? Aha. Whatever it is, I don't think it wants me around. Es lebt vor allen Dingen. There's no such thing as a man-eating mushroom, right? Es gibt ja auch riesige Pilze, ne? Also, das glaubt man gar nicht. It's getting hard to tell the flora from the fauna. It says XYZZY. XYZZY. I can't quite get it off of there. Na, dann schrauben wir es doch los. I've had it with locks. Ist ja kein Problem, wir haben einen Schlüssel. Der Schwärze und dem möglichen Abgrund trotzen. I'm not walking any farther. It's way too dark. Können wir eine XYZZY. Wow, neat. It's magic. Das war jetzt nicht mein Plan. Ich wollte eine... any farther. It's way too dark. Das sah so aus, als leuchtet das. Also wir könnten das Feuerholz eventuell benutzen, um damit eine Fackel zu bauen. Wir haben ja noch kein zweites Teil für eine Fackel, würde ich sagen. Und er will hier nicht weiter. Okay, das heißt also, wir wissen jetzt schon mal. Wir haben eine Höhle, wir haben eine Höhle, in der er nicht rein will, weil wir Licht brauchen. Wir haben eine Möwe an unserem Bild, damit wir den Wärter überzeugen, dass wir Stan besuchen dürfen. Wir haben jede Menge Sachen. Lichtungen. Oha. I'm not sure I want to know what happened here. I'll be fine as long as I don't lose my wits and keep my head. It's looking at me funny, and I don't trust it. Ugh, looks like he had the wrong person watching his back. What really bothers me is, why do these pirates look familiar? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah, this place gives me the creeps. Dem Himmel sei Dank eine Lampe. It's an old oil lamp with a little lamp fuel inside. Sehr gut. Da haben wir unsere Lampe. Jetzt brauchen wir etwas zum... It's not lit, but it does have some lamp oil in it. Zum Anzünden. Bizarrer Hain. For a dead tree, it's a little too lively. Just a dead end. Sounds a little creepy if you think about it too much. Das ist eine Sackgasse. Okay. Ein toter Baum. Wir haben doch gute Erfahrungen mit dem Messer und dem Baum, oder? For a dead tree, it's a little too lively. So, haben wir alles. Das haben wir. Da waren wir auch schon. Dann zurück aufs Schiff.
So, Terror Island haben wir. Dann haben wir noch ein treibendes Schiff. Ahoy! Ahoy! Ahoi, Erlaubnis an... Achso, Ahoi. Ahoy! Ahoy! Erlaubnis an Bord zu kommen? Permission to come aboard. Afraid we can't let you do that. Oh, die haben auch Permission diese to come Flagge. aboard, sir. This isn't a protocol issue. Although we do enjoy a good protocol. Are you going to let me talk? Apparently, that's what you enjoy doing. There's been a deadly scurvy outbreak on the ship. We're under strict quarantine, so we don't infect others with this deadly pathogen. Ich glaube nicht, dass Kobold anschaut. Woher habt ihr diese coole Flagge mit den vielen Löchern? Where'd you get that cool flag with all the holes? It looks familiar. We found it floating in the ocean. It's one of Bella Fisher's flags. Yep. She probably lost it when her ship went down. We're afraid to take it down and offend the scurvy gods. Ach, du Dicke. There is no such thing as the scurvy gods. Well, then why is there scurvy? Answer me that. Können ich die Flagge haben? Can I have your flag? Did you not hear me? Scurvy! On board! Quarantine! Well, you could just toss it down to me. Best not to risk it. It's probably crawling with scurvy, trust me. Ich glaube nicht, dass Korbut ansteckend ist. Nee. Versucht's mal mit Limetten. Sie helfen. You should try limes. They help prevent scurvy. Where did you hear that? You need to leave before you catch scurvy. Okay, dann geben wir dir mal das Flugblatt. Have a look at this flyer on limes. Ascorbic acid deficiency, collagen synthesis, mucous membranes. Hey, that is a bunch of science nonsense. We won't have any of that around here. It's all a trick to track our plunder. As if you have any plunder. Ich glaube nicht, dass es ansteckend ist. I don't think scurvy is contagious. You don't know that. My best friend's uncle's gardener's dog says it is. It's a scientific fact. Oh, don't try to snow us with your science quackery. If scurvy wasn't contagious, then only one person would have it. Duh. Da. Okay. Bye. Don't let the scurvy bite you. Scurvy bites. I knew this was bad. Alright, dann würde ich sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren draußen in den Empfangsgeräten, wir machen hier einen kleinen Cut, denn ja, wir haben jetzt schon mal grob eine Idee, was wir machen müssen. Wir müssen Elaine einen Marketing-Typen bringen. Wir müssen die Möwe von dem Bild wegnehmen, damit wir das Bild bauen können für den Gefängnistypen. Wir müssen die 5 Schlüssel finden, eh klar. Und jede Menge weiteren Dinge. Junge, viel zu tun jetzt. Das geht weiter in der nächsten Folge. An dieser Stelle ist der Schluss. Die nächste Folge könnt ihr jetzt sofort sehen auf Garderobe Plus. Link in der Videobeschreibung, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis bald.